Ich habe den Eindruck, dass Sie mir nicht zugehört haben, dass Sie unser Wahlprogramm nicht gelesen haben und dass Sie das, was Sie gerade sagen, auswendig gelernt haben. Aber weil ich Frau Weidel, genau das Gegenteil, ja offensichtlich, ja darf ich mal. Ich habe genau vorher sagen, zu der Dame, vielleicht wollen Sie mir doch nicht einfach, ja, Sie fallen permanent. Ich habe eben gesagt. Hey Leute, was war das denn bitte? Alice Weidel stellt sich einem angeblich neutralen Publikum. Doch was da ablief, war alles nur nicht neutral. Ein Pflegeheimleiter, der seinen einstudierten Text runterbetet und gar nicht hören will, was Weidel sagt. Ein Unternehmer, der komplett ignoriert, dass Weidel ihm längst eine klare Antwort gegeben hat. Und dann am Schluss ein Teenager, der sie mit purer Arroganz vorführen will, aber nicht mal zuhören kann. Das soll eine faire Diskussion sein. Weidel bleibt cool, kontert souverän und entlarvt das ganze Theater. Aber die Show ist klar. Hier wird nicht debattiert, hier wird inszeniert. Was sagt ihr dazu? Ist das noch eine neutrale Runde oder reines Framing? Schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und teilt das Video. Das muss jeder sehen. Auf geht's! Frau Weidel, ich würde gerne bei Ihnen auch, ich weiß nicht, wie viel Sie von dieser Sendung schon mitbekommen haben, auch mit dem großen, traurigen Thema, das diesen Tag überschattet, Beginn dem mutmaßlichen Anschlag in München. Der Bundeskanzler hat bei uns gesagt, der Täter kann mit keiner Nachsicht rechnen, er muss hart bestraft werden. Das sehen Sie ähnlich, nehme ich an. Ja, es ist ja keine mutmaßliche Attacke, sondern es ist eine Terrorattacke. Da ist jemand vorsätzlich, ein Afghane, in eine Menschenmenge hineingefahren, hat viele Menschen verletzt. Und es ist immer wieder das gleiche Schema, was wir hören. Und zwar, dass ein abgelehnter Asylant, dieser Afghane, nach Deutschland gekommen ist, ein Asylantrag abgelehnt wurde, er einen Duldungsstatus bekommen hat. Der Mann ist ja seit 2016 in Deutschland, seitdem Sozialleistungen bezieht, weil er einen Duldungsstatus erhalten hat, mehrfach straffällig wurde und nicht abgeschoben wurde. Also die Frage muss sich die hiesige Politik stellen, vor allen Dingen Markus Söder. Erstmal, was hat der Mann überhaupt hier verloren? Und ich kann Ihnen sagen, mit einer AfD-geführten Regierung wäre der Mann überhaupt gar nicht ins Land gekommen. Und er wäre schon lange nicht mehr hier. Und dementsprechend verstehe ich überhaupt nicht dieses Politikversagen und immer wieder das Gleiche. Die Leute haben, glaube ich, die Nase voll. Sie wollen Lösungen haben, sie wollen gesicherte Grenzen, sie wollen eine konsequente Durchsetzung von Recht und Gesetz haben, also die Abschiebung von Illegalen als auch von Straftätern. Und darum hatte eigentlich der Mann überhaupt gar nichts mehr verloren. Und mit der AfD wäre er auch nicht mehr hier gewesen. Das sagen Sie jetzt so. Der Fall entwickelt sich aber erst. Gerade meldet die Süddeutsche Zeitung, und das ist jetzt wirklich erst ein paar Minuten her. Danach korrigiert der bayerische Innenminister vorige Angaben und sagt, der Tatverdächtige war zuvor nicht straffällig und auch nicht ausreisepflichtig. Das würde die ganze Situation ja noch mal anders darstellen. Insofern ist es vielleicht auch noch ein bisschen zu früh, das tatsächlich jetzt so darzustellen, wenn der bayerische Innenminister tatsächlich auch seine Aussagen noch mal korrigiert. Das werden wir abwarten. Gerne was sagen. Und wir werden das sicherlich weiter sehen. Es geht, Frau Weidel, und das sehen Sie ja ähnlich, um Menschen bei der ganzen Geschichte, auch beim großen Thema Migration. Da gibt es die einen, da gibt es die anderen. So wie die Sorge wächst vor Anschlägen in Deutschland, Sie haben es gerade angesprochen, wir haben es in dieser Sendung auch schon ausführlich behandelt, unter anderem mit dem Bundeskanzler hier, so wächst bei anderen eben auch die Sorge, dass nicht mehr ausreichend differenziert wird in diesem Land. Und da würde ich gerne, weil wir haben hier unsere Gäste hier heute, Christoph Mietke mit dazu nehmen. Er ist, ich weiß gar nicht, wo er sitzt, ehrlich gesagt, da ist er, direkt hinter Ihnen. Herr Mietke, Sie sind 64, Sie kommen aus Potsdam, Sie haben ein Unternehmen mit 200 Mitarbeitern aus 27 Nationen. Und ich denke, schon allein deswegen sehen Sie das Ganze naturgemäß aus Ihrem Standpunkt. Und ich bin gespannt auf Ihre Frage an Alice Weidel. Ja, hallo Frau Weidel. Ich wollte Ihnen ein bisschen eine Geschichte nahebringen und dabei vermitteln, dass ich Sorge habe, welche Politik Sie wirklich betreiben und ob die nur ansatzweise meinen unternehmerischen Interessen dienen können. Es ist so, dass ich 1992 ein Unternehmen gegründet habe, technologieorientierte Unternehmensgründung. Und von vornherein, das ist mein Blick gewesen, sehr divers, sehr weltoffen Politik betrieben habe im Unternehmen.
Daraus ist entstanden Innovation, die wir heute in 81 Länder exportieren. Wir haben heute 21% der Mitarbeitenden kommen aus diesen 27 Ländern. Und die Diversität und die Flexibilität des Denkens passiert extrem friedfertig. Jetzt sind diese Leute, die mit dazu beigetragen haben, zweimal den Innovationspreis zu gewinnen zum Beispiel, zunehmend besorgt. Gleichzeitig reise ich in die Welt. Unsere Produkte werden zu 80% exportiert. Das heißt also, ich komme in irgendwelche Länder rein und die kriegen die Debatten mit, wie wir mit ausländischen Menschen umgehen. Und meine Mitarbeitenden, die in allen Ebenen unterwegs sind, also unterschiedlichen Qualifikationen, fangen jetzt an, darüber nachzudenken, das Land zu verlassen, weil die das Gefühl haben, sie sind nicht gewollt. Und das ist meine Frage an Sie, wie Sie mir Rat geben können, was Sie tun, damit meine Mitarbeitenden sich wohlfühlen und sagen, auch mit dem ausländischen Pass bin ich hier willkommen. Wenn ich noch mal eine Rückfrage stellen dürfte, wie viele Mitarbeiter, also ich sage jetzt nicht Mitarbeitende, weil ich nicht gender, sondern wie viele Mitarbeiter haben Sie noch mal? Waren das 200? 280. 280. Und was produzieren Sie genau? Medizintechnische Implantate, also sehr spezielle Hightech-Produkte. So Gelenke oder was? Nein, oder nein, was das sind Hirnwasserdrainagen. Das sind Ventile, die den Hirndruck einstellen und auch messen. Also eines unserer Produkte sollte bei Astronauten implantiert werden, um Weltraum Schwerelosigkeit und die Wirkung auf das Gehirn zu untersuchen. Also es ist sehr, sehr Also Druckmessung Hightech. im Gehirn. Druckmessung im Gehirn und Regelung des Druckes im Gehirn bei Menschen, die damit ein Problem haben. Also Neurochirurgen, wir haben ganz viel mit Krankenhäusern zu tun. Und das ist eine ganz, ganz große Gruppe von Menschen, ja, die jetzt irgendwie besorgt sind. Und also wenn ich ins Ausland komme, dann gucken die Leute mich an und sagen, was ist bei euch in Deutschland los? Aber am Ende hat die Sorge der Mitarbeiter ja nicht unbedingt was damit zu tun, was diese Mitarbeiter herstellen und produzieren, sondern eher Nein, ganz das ist allgemein ganz, damit, ganz dass sie wichtig. Sorge haben. Oder Ja, Frau Weidel, nein, Ihre also Antwort? Also ich bin erstmal interessiert grundsätzlich, was ein Unternehmen genau macht und welche Mitarbeiterstruktur dieses Unternehmen hat. Sie haben das gerade erläutert, das ist ein Hochtechnologieprodukt und ich denke, dass er darauf auch Patente hat. Das heißt, er hat extrem schlaue Mitarbeiter. Und die Patente entwickeln, die sehr gut ausgebildet sind. Und mein Standpunkt ist der folgende. Jeder hier in Deutschland, der sich positiv in die Gesellschaft einbringt, der hier arbeiten geht, Steuern zahlt, der einen Mehrwert leistet für die Gesellschaft, sich benimmt, ja, weil darum geht es ja letztendlich, dass er sich an unsere Rechtsordnung hält. Das ist ja das ganz große Thema. Es geht hier nicht darum, irgendjemanden zu diskriminieren. Darum geht es ja letztendlich nicht. Sondern es geht darum, dass unser Land in der Lage ist, gute, schlaue Leute weltweit anzuziehen, dass die überhaupt Lust haben, hier hinzukommen. Teilweise kommen sie gar nicht, so, weil wir viel zu hohe Steuern haben, weil wir ein Problem mit der inneren Sicherheit haben. Aber sie können ihren Mitarbeitern Folgendes sagen. Sie haben überhaupt gar nichts zu befürchten, weil es uns darum geht, auch mir persönlich, dass dieser Staat Recht und Gesetz in der Flüchtlings- und Migrationsfrage umsetzt. Das heißt, die Unterbindung von illegaler Migration. So, darum geht es uns, dass endlich der Staat sich hinstellt, eine deutsche Bundesregierung, und das geltende Recht einfach nur erstmal umsetzt. Es kann nicht sein, dass Menschen hier sind, die Straftaten begehen, die eigentlich ausreisepflichtig sind. Der Mann, und da wollte ich eben noch, Herr Sievers, was dazu sagen, der war nur deshalb nicht ausreisepflichtig, weil er einen Duldungsstatus hatte, nachdem sein Asylantrag abgelehnt wurde. Das ist ein großer Unterschied. Reden wir auch gleich noch drüber, Frau Weidel. Aber ja, ganz kurz sehr nochmal die Frage. gerne. Sie sagen, Sie wollen nicht diskriminieren. Jetzt haben wir aber gehört, dass sich Menschen offensichtlich diskriminiert fühlen durch die AfD. Wie kann das denn, wie passt das zusammen? Das müssen Sie mir sagen, wie das zusammenpasst. Da muss man sich einfach Nein, nur... ich da würde muss gerne- man sich... Nein, das neutrale Publikum. Da muss man sich einfach nur unser Programm durchlesen, worum es würde gerne was letztendlich geht. nachfragen. Ich möchte einfach, dass dieses Land sehr, sehr attraktiv ist für Menschen, die bei Ihnen im Unternehmen arbeiten. So, und um nichts anderes geht es. Ich möchte kurz Sie eine Nachfrage, Herr bitten, Mietke? ja, bitte, ich möchte Sie bitten, den Menschen, an die ich jetzt gerade denke, Mut zu machen, wenn sie das machen wollen. Ich nehme ein Beispiel. Es ist ein Ehepaar, die sind aus dem Iran geflohen, weil die ihre Tochter da nicht groß aufwachsen sehen wollten, in die Ukraine. Dann hat Putin die Ukraine angegriffen, dann sind die mit den ukrainischen Flüchtlingen nach Deutschland gekommen. Die haben zufällig bei mir im Hof gewohnt und ich konnte denen einen Arbeitsplatz geben, weil ich glücklich war,
dass flüchtende Menschen die Fähigkeit hatten, mir in der Not zu helfen, weil wir Facharbeitermangel hatten. Und so ist das, ist ja nicht so, dass ich durch die Welt renne und sage, ich muss unbedingt irgendwelche Leute aus irgendwo der Welt finden. Die sind da und man hat eine Chance. Und heute war eine Mitarbeiterin von mir im Ausländeramt, musste wild dafür kämpfen, die sind jetzt qualifiziert und seit 2 Jahren da. Und wie gesagt, die werden gebraucht. Ja, wenn die alle gehen würden, dann würden Patienten das bezahlen, weil wir wachsen sehr stark. Ja, da kommt auch das her. Also wenn Sie denen sagen, Sie würden die unterstützen, dass sie hier bleiben können. Solche Menschen, das würde ich Würden Sie gerne das hören. tun, Frau Weidel? Aber natürlich. Uns geht es darum, dass wir attraktiv sind als Standort Deutschland, dass wir qualifizierte Menschen anziehen können. Das Gegenteil wurde gemacht. Die letzten 2 Jahrzehnte. Wir hatten eine Nettoauswanderung von Hochqualifizierten und eine Einwanderung von Nichtqualifizierten. Und darum müssen wir genau wieder dahin kommen, dass Ihre Mitarbeiter sich wohlfühlen in unserem Land und sich auch willkommen fühlen. Und dementsprechend wäre das großartig. Okay. Eine Art Willkommenskultur, die wir da hören gerade. Frau Weidel, ich strenge mich mal ganz kurz. Ist klar geworden. Ist klar geworden. Willkommenskultur für qualifizierte Leute, die hier arbeiten, gehen und Steuern zahlen. Genau. Dann, Genau, aber nicht für Illegale. Nicht für Illegale. Ja. Und das würden wir noch ein bisschen vertiefen. Guten Ja, Abend. bitte. Bevor ich mir den Rücken Ihnen zudrehe, setze ich mich jetzt einfach mal hier so hin auf die Stufen. Wir vertiefen das Ganze noch mal, das Thema, mit Bodo de Vries. Er ist Pflegeheimleiter aus Bielefeld. Sagen Sie mal ganz kurz, wie viele Pflegeheime haben Sie insgesamt? Wir haben ca. 70 Einrichtungen, 70. 7.500 Mitarbeiter in Nordrhein-Westfalen. Und Sie haben eine Pflegehelferin mitgebracht aus Georgien. Das ist Frau Guranda Bolkwadze. Guten Abend, schön, dass Sie auch hier sind. Frau Bolkwadze, Sie, und da sind wir beim Thema, was Sie vorhin angesprochen hatten, Ihr Asylantrag wurde abgelehnt. Das heißt, Frau Bolkwadze, Sie sind aktuell geduldet, oder wie würden Sie das beschreiben? Das ist der aktuelle rechtliche Status. Ja, guten Abend. Ich bin Guranda Bolkwadze. Ich komme aus Georgien. Ich arbeite in Deutschland als Altenpflegerin und ich möchte in Deutschland bleiben und weiterarbeiten. Ich bezahle meine Wohnung und alles selbst. Und meine Frage ist, gibt mir Deutschland eine Chance? Ja, das. Wenn ich fragen darf, wie lange sind Sie schon in Deutschland, dass Sie so gut Deutsch sprechen? 2 Jahre. 2 Jahre. Und Sie Seit sprechen 2 so gut Jahren. Deutsch. Wow. Toll, großartig. Aber wir müssen kurz mal festhalten, rein rechtlich sind Sie im Moment mit diesem Duldungsstatus unterwegs, von dem Sie, Frau Weidel, ja gerade gesagt hatten, dass Sie den abschaffen wollen. Nein, also genau da müssen wir unterscheiden. Wir müssen grundsätzlich unterscheiden zwischen Einwanderung oder Zuwanderung in den Arbeitsmarkt und in das Asylsystem. Diese Frau, Sie sind so qualifiziert, Sie machen einen tollen Eindruck. Sie sind ausgebildet als Altenpflegerin. Sie sprechen Deutsch, Sie haben die Sprache gelernt, Sie sind hier hingekommen. Und diese Frau hätte nach meinem Ansatz, nach unserem Ansatz, wäre sie herzlich willkommen, wenn sie hätte gar keinen Asylantrag stellen brauchen, sondern einfach zu uns gekommen, Jobsuche, Aber sie ist voll jetzt dabei. abgelehnte Asylbewerberin und nur noch mit Duldung in Deutschland. Ich habe Sie gerade richtig verstanden, dass Sie könnte ganz normal über den Arbeitsmarkt zuwandern. Aber die geduldeten Da müssen Menschen, wir die sollen erstmal unterscheiden. aus Deutschland weg. Da habe ich Sie doch gerade richtig verstanden. Sie haben doch das Instrument der Duldung insgesamt gerade Sie abgelehnt. Sie könnte sich so bewerben und sie wäre herzlich willkommen, weil sie hier arbeiten geht und Steuern zahlt. Aber sie ist abgelehnte Asylbewerberin. Noch einmal, ich sage Ihnen noch mal, diese Frau hätte einfach nach Deutschland kommen können. Hätte. Sie hätten einfach nach Deutschland kommen können und ihren Job machen. Und was würden Sie jetzt konkret zu ihr sagen? Sie Muss kann jetzt doch hier erstmal- bleiben. Sie kann jetzt bleiben als Sie kann doch hier Geduldete. bleiben. Sie arbeitet hier Okay. und sie Hier zahlt bleiben, Steuern. ja. Und sie wird offensichtlich hier gebraucht. Okay. Warum? Weil wir Fachkräftemangel haben, vor allen Dingen in dem Sektor, in dem Altensektor, in dem Pflegesektor. Und wir haben aber auch Fachkräftemangel. Ich weiß nicht, wie viel Sie verdienen. Höchstwahrscheinlich ist das gar nicht so viel, weil in diesem Sektor viel zu wenig bezahlt wird aus meiner Sicht. Fragen wir den Man Arbeitgeber, muss der ist die ja gerade Leuten- hier neben, Herr de So, Vries. man muss, wenn ich bitte ausreden darf. Ja? In diesem Sektor muss deutlich besser eigentlich gezahlt werden. Das sind die Menschen, die anderen Menschen helfen. Und für die müsste auch sehr viel mehr Geld da sein. Sprechen Sie den aus Chef an? Bielefeld. Der sitzt daneben. Ich komme aus Gütersloh. Sehen Sie, Sie kommen direkt um die Ecke. Was sagen Sie denn als Chef dazu?
Die Bezahlung ist sicherlich eine Fragestellung. Wir sind Tarifanwender. Wir bezahlen mit einer Diakonie, mit der Caritas die höchsten Löhne. Wir können uns gerne darauf einigen, dass das zu wenig ist. Dann werden wir das Umlageverfahren erhöhen. Dann wollen wir mal gucken, was Sie dann dazu sagen. Ob Sie dann, wenn Sie auch Verantwortung tragen würden, immer noch meinen, dass das zu wenig ist. Frau Weidel, mir reichen aber Ihre Antworten nicht. Und die Wertschätzung, die bei Ihnen rüberkommt, das ist nicht das, was ich von Ihrer Partei erlebe. Ich erlebe genau das Gegenteil von Wertschätzung. Das muss auch gerade mal bei den Gelingensgeschichten, die wir in dem Bereich haben, an einem Tag wie heute, wo wir unerträgliche Zustände in München, in Aschaffenburg hören, einmal gesagt werden. Ich sehe das wie mein Vorredner, die Willkommenskultur. Ich sehe die überhaupt nicht ausgehend, weder von Ihrer Politik noch von Ihrem Wahlprogramm. Die deutsche Altenhilfe und Pflege kämpft ums Überleben. Wir werden weniger in Zeiten, in denen wir mehr werden müssten, auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Wir verlieren fast ein Drittel unserer Mitarbeiter, die Babyboomer. Wir sind stolz darauf, dass wir mit 95 Nationen 24 Stunden am Tag die Arbeit stemmen. Wir brauchen mehr Migration und nicht weniger. Und das hat mit Remigration, für die Sie stehen, überhaupt nichts zu tun. Sie differenzieren jetzt hier in einer wertschätzenden Qualität. Tut mir leid, das kann ich Ihnen leider gar nicht abnehmen, weil das, was Sie von Ihnen hören, ist 100%ig das Gegenteil. Frau Weidel, Ihre Replik. Da müssen Sie einfach nur unser Programm lesen. Das habe ich gemacht, genau. Gerade zur Pflege ist Ihr Programm eine absolute Enttäuschung. Der demografische Wandel, vor dem wir hier stehen, ohne Migration zu denken und zu gestalten. Ich habe doch gesagt, dass die Dame herzlich willkommen ist. Und dass Sie haben da von Ihrem Programm geredet und tun so, als hätte ich es nicht gelesen. Ich habe es gelesen. Also da sind Sie ein vollständiger Ausfall im Bereich der Sozialpolitik, im Bereich der Altenhilfe, im Bereich des demografischen Wandels. Was wir brauchen, ist Migration. Wir müssen eine Willkommenskultur über 3 Jahre während einer Ausbildung herstellen. Wir müssen als Träger das auch im Team durchhalten, weil wir im Team mit vielen Menschen arbeiten. Nur mal eine Zahl. Uns fehlen 130.000 Pflegemitarbeiter bis zum Ende der nächsten Legislatur. Und das ist die kleinere Zahl, die uns in den 30er Jahren erwarten wird. Was haben Sie für eine Antwort auf die Zukunft der Altenpflege in Deutschland? Das habe ich Ihnen gerade schon gesagt. Und ich will Ihnen gar nicht zu nahe treten. Ich habe den Eindruck, dass Sie mir nicht zugehört haben, dass Sie unser Wahlprogramm nicht gelesen haben und dass Sie das, was Sie gerade sagen, auswendig gelernt haben. Aber weil Frau ich Weidel, genau das Gegenteil, ja offensichtlich, ja darf ich mal. Ich habe genau vorher etwas sagen, zu der Dame, vielleicht wollen Sie mir doch nicht einfach, Sie fallen permanent. Ich habe eben gesagt, dass qualifizierte Zuwanderer in den deutschen Arbeitsmarkt herzlich willkommen sind. Und das würde auch sein Personalproblem lösen. Und dann müssen Sie die Leute noch ordentlich bezahlen. Dann haben Sie auch keinen Fachkräftemangel. Also für Frau Warze würde das Ganze bedeuten, dass sie jetzt erstmal gehen muss, denn im AfD-Wahlprogramm steht drin, Rückführungsmaßnahmen werden durch die Duldung unterlaufen. Sie ist aber in der Duldung und Sie sagen, Rückführungsmaßnahmen werden durch die Duldung unterlaufen. Die Duldung muss abgeschafft werden. Das steht im AfD-Wahlprogramm drin. Vielleicht lesen Sie mal Ihr Wahlprogramm. Nein, nochmal. Lassen Sie uns an der Stelle, Frau Weidel, vielleicht noch mal grundsätzlich Es ist werden. so lustig hier. Ja. Grundsätzlich mit Blick auf die Uhr auch, bitte. Ja, genau. Ja, bitte, Nein, unbedingt. also ich glaube, die Antworten sind gegeben worden. Ich schaue mal, wir sind nämlich in der Halbzeit ungefähr und wollen ja auch noch auf andere Themenkomplexe kommen. Das ist vielleicht wichtig, nämlich mal auf die Energiepolitik gucken. Sehr gerne. Die ja für Sie auch wichtig ist und schauen uns jetzt ein paar Fakten an. Gut 30.000 Windräder in Deutschland erzeugen etwa 1/3 des deutschen Stroms. Windkraft, mit Abstand der wichtigste Energieträger. Aber die Erzeugung ist kompliziert. Bei Flaute bringen die Anlagen nichts. Weht der Wind zu kräftig, werden sie gestoppt, damit das Netz nicht überlastet wird. Wir reißen alle Windkraftwerke nieder! Nieder mit diesen Windmühlen der Schande! Kahlschlag also. Die Betreiber enteignen, mit Steuergeld entschädigen, den Verpächtern der Flächen die Einnahmen nehmen, das wären die Folgen. Dabei werden die Anlagen immer effizienter durch Repowering. Kleine, alte Windräder werden durch größere ersetzt. So kann auf gleicher Fläche mit weniger Anlagen deutlich mehr Strom erzeugt werden.
Bis 2040 sollen 160 Gigawatt Windenergie an Land installiert sein. Mehr als doppelt so viel wie aktuell. Und dann bringen wir Wolfgang Stapelfeld dazu. Er ist 63 und er sitzt hier irgendwo. Hoffentlich, dort ist er. Herr Stapelfeld, Sie sind in der CDU, sagen wir dazu. Und Sie sind Bürgerwindparkbetreiber aus Schleswig-Holstein. Sagen Sie mir ganz kurz, was heißt denn das? Was ist denn das, ein Bürgerwindparkbetreiber? Kommt gleich in meiner Frage. Moin, Frau Weidel. Bin ich gespannt. Ich bin Landwirt und Geschäftsführer von 2 Bürgerwindparks in meinem Heimatdorf an der Nordseeküste von Schleswig-Holstein. Mehr als 1000 Bürgerinnen und Bürger sind aktiv daran als Miteigentümer beteiligt. Allein in Schleswig-Holstein fließen jährlich 140 Millionen Euro Gewerbesteuerzahlungen aus den erneuerbaren Energienanlagen in die Ämter und in die Gemeinden. Meine Gemeinde hat es geschafft, mit diesen Gewerbesteuereinnahmen ein sehr ehrgeiziges Projekt zu verwirklichen, nämlich den Umbau einer abbruchreifen Schule zu einem neuen Gemeindezentrum. Die Windkraft bringt eine enorme Wertschöpfung in die ländlichen Räume und mittlerweile auch 125.000 zukunftssichere Arbeitsplätze. 1/3 des produzierten Stromes in Deutschland ist mittlerweile aus Windenergie. Die, Frau Weidel und ihre AfD, wollen die Windkraft abschaffen. Wie wollen Sie 34% der aktuellen Stromproduktion in Deutschland kompensieren und wie wollen Sie den Gemeinden, denen jetzt natürlich dann auch Einnahmeausfälle entstehen, wie wollen Sie das kompensieren? Das ist meine Frage. Erstmal vielen herzlichen Dank für Ihre Frage. Ich glaube, dass wir technologieoffen sein müssen am Energiemarkt. Das heißt, dass wir nicht eine Energieform einseitig subventionieren dürfen und die andere einfach verbieten, indem wir sie abfragen wie die Kernkraft. Genau das ist eben passiert. Das ist nicht technologieoffen. Okay. Darum sagen wir ganz klar, wir müssen diese Subventionspolitik beenden für die sogenannten erneuerbaren Energieformen, weil sie eben, wenn der Wind nicht weht und wenn es dunkel ist, keine Energie, keinen Strom produzieren und wir dann Strom importieren müssen, im Übrigen von französischen Kernkraftwerken. Und dementsprechend ist ein Umdenken erforderlich. Ich glaube, dass wir zurück müssen zur Kernkraft. Wir müssen insgesamt mit den Energiepreisen runter. Und das ist eben die große Schwierigkeit bei dem EEG. Das EEG hat unsere Energieversorgung extrem teuer gemacht. Wir sind die teuersten weltweit. Und wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Und der Steuerzahler muss die ganze Zeche zahlen über das EEG-Gesetz. Bis heute sind das rund 500 Milliarden gewesen. Mit dem Netzausbau kommen noch rund 450 Milliarden mit dazu. Also wir reden hier von Unsummen an Subventionen nebst der viel zu hohen Energiepreise. Und dementsprechend muss ich Sie vielleicht etwas enttäuschen, dass Ihr Windpark, sollte er sich nur mit Subventionen rechnen, dann unter einer AfD-Beteiligung schließen müsste, weil er nicht mehr rentabel ist. Sollte er aber rentabel sein, sollte sich das rechnen, ich weiß, dass Ihnen das nicht gefallen wird, aber den Verbraucher wird es freuen und den Steuerzahler, weil er nämlich da nicht mehr so viel bezahlen muss. Entschuldigung, vor allen Dingen auch mit sehr hohen Energiepreisen. Eine Zwischenfrage. Sehr gerne. Sie sind Volkswirtschaftlerin. Wenn Sie bei einer Berechnung wirklich mal schauen, was kostet ein neues Kernkraftwerk? Und wie teuer ist der Strom, der dann dort verkauft wird? Der liegt bei 30 bis 40 Cent. Wenn Sie ein Kohlekraftwerk neu bauen, liegt dann der Strompreis aus dem Kohlekraftwerk heraus bei 20 bis 25 Cent. Ich verkaufe den Strom aus meinen beiden Bürgerwindparks in der Direktvermarktung aktuell mit 7 bis 9 Cent. Bitte schön, wo sind denn da die Subventionsbetrachtungen? Ein Atomkraftwerk, da brauchen Sie erstmal 30 bis 50 Milliarden Euro, um es erstmal auf die Beine zu stellen. Dann stelle ich Ihnen die Frage, wie teuer ist denn Ihr Windstrom zuzüglich der Subvention, die der Steuerzahler zahlen muss? Da sind noch mal 10 Cent drauf. Und in dem Moment sind Sie bums bei 17 Cent pro Kilowattstunde, sind überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig. Das Problem, was wir haben, ist... Ja, richtig. Das sind die Produktionskosten. Und wenn wir die Subventionen rausrechnen, rentiert sich das nicht mehr. Das ist eine ziemlich einfache Rechnung, ehrlich gesagt. Nee. Und wir haben
regen Sie sich nicht Lassen so Sie Frau auf. Weidel hier. noch ausreden, Ja, bitte. genau, das wäre großartig. So, wir haben Kernkraftwerke, 6 Stück, die vor 2 Jahren abgestellt wurden. Ich glaube, wir sollten die erstmal wieder in Betrieb nehmen. So, um eben deutlich günstiger Strom zu produzieren und vor allen Dingen überhaupt mehr Strom zur Verfügung zu Da haben. sagen, Frau Weidel, wenn ich Und da die ganz kurz Subvention unterbrechen darf an der Stelle, da sagen streichen. selbst die Kernkraftwerksbetreiber, das können wir auf keinen Fall machen. Also wenn die sagen, Ach, warum nicht? ja, weil das nicht mehr geht. Ach, weil es sie sich kaputt nicht, gemacht wurden, Weil es oder sich wie? nicht rechnet. Also Ihr Vorschlag, wenn der selbst von den Kernkraftwerksbetreibern nicht aufgenommen wird, Na sowas. Markus Söder fordert das doch auch wo für ist da ISA 2. der Wert am Ende? Der Wert ist, dass die Deutschen endlich wieder günstigere Energiepreise haben. Das ist der Wert. Also Sie glauben nicht, was die Betreiber selber sagen, sondern Sie sagen, das wird schon Die funktionieren. Betreiber sind Subventionsbezieher. Ihnen wird eine garantierte Rendite zwischen 6 und 7% vom Staat zugesprochen. Das ist Planwirtschaft pur. Und natürlich sagen die, dass sie nicht davon weg wollen, weil sie damit Geld verdienen. Mit einer komplett unrentablen Energieform, wie sie hier haben. Okay, was klar Genau. geworden ist, ich glaube, hier kommen wir nicht mehr zusammen Nein, an der nein. Stelle. Das haben Sie aber auch ganz klar Ja, gesagt, Frau eben. Weidel. Aber Die verdienen ja auch ihr Geld damit. Dann Von würde ich daher, sagen, machen bitte. wir jetzt noch mal einen Genau, kurzen wir Blick. gucken jetzt einfach mal, dass wir noch 8 Minuten 30 haben. Ich glaube, der nächste Gast ist auch tatsächlich schon im Haus. Herr Merz wäre der nächste Gast. Oh, das Schneetreiben wird eher mehr. immer schlimmer. Wir haben ja immer noch so eine kleine Wettershow im Hintergrund. Also, der nächste Gast ist schon im Haus. Wir haben aber 8 Minuten, die wollen wir natürlich noch nutzen. Und gerade wenn es auch viel um Zahlen geht, ist es sicherlich eine schöne Aufgabe, auch für unseren Faktencheck einfach noch mal nachzuforschen und nachzurecherchieren, was es mit den Zahlen dann auf sich hat. Das können Sie dann spätestens morgen auch bei uns noch mal schauen. So, Christian, weiter geht's. Machen wir fort weiter, Frau Weidel? Ja? Gerne. Okay, super. Klar, wenn Sie Ismail wollen. Aiwas Unbedingt. ist bei uns und er sitzt da oben. Herr Aiwas, schön, dass Sie da sind. 47 Jahre alt, Lagerist aus Augsburg. Und ein ganz anderes Thema haben Sie, glaube ich, oder? Ja, guten Abend, Frau Weidel. Hallo, Aiwas. Ja, meine Frage betrifft die Inflation. Ich arbeite in einer kleinen Firma in der Baubranche ohne Tarifbindung und daher auch die letzten Jahre keine Lohnerhöhung oder Inflationausgleich erhalten. Das führt natürlich dementsprechend zu schwierigen Situationen im Leben und so. Sie haben in der Steuer... Nehmen Sie sich Zeit. Genau. Ja. Wir haben Zeit. Dafür haben wir immer zu. Sie sagen, Inflation Ja. Ja, führt genau. dazu, dass Sie einfach weniger im Portemonnaie haben. Steuerentlastung möchten Sie ab einem Einkommen von 70.000 Euro machen. Was gedenken Sie für die Menschen, die drunter verdienen, die weniger verdienen als 70.000 Euro? Weil die Menschen sind ja viel stärker von der Inflation betroffen. Also es geht um Entlastungen, quasi konkrete Entlastungen für... Ja, ich habe Für ihn schon verstanden. Kleinverdiener. Dankeschön, Herr Sievers. Also, unser Programm sieht vor, Ja. dass wir Freibeträge haben. Freibeträge für Erwachsene und für Kinder, wenn Sie jetzt zum Beispiel... Sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder? Ja, ich bin verheiratet. Und ein haben Sie Kind, Kinder? Ja. Wie viele? Ein Kind habe ich, ja. Okay, gut, schön. Dann wird es so bedeuten, ich habe 2 Kinder. Kinder sind großartig. Also von daher, ich möchte es Ihnen einfach nur vorrechnen. Unser Programm sieht vor, dass Sie einen Freibetrag von 15.000 haben, Ihre Frau auch von 15.000. Das heißt, Sie haben dann schon mal in der Summe ein Einkommen von 30.000 Euro brutto, was nicht besteuert würde. Da würden 0 Steuern draufgehen. Sie würden keine Steuern zahlen. Dann pro Kind 12.000 Euro Freibetrag. 42.000 Euro brutto. Und da würden Sie überhaupt gar nichts bezahlen bis dahin. So, und das sieht eben unser Entlastungsprogramm gerade für Sie, für Familien vor. Das ist die Entlastung gerade. Das ist das Familiensplitting-Modell und ich glaube, da können wir alle sehr, sehr glücklich sein. Es wäre eine super Entlastung, gerade für Verdiener wie Sie. Und dementsprechend glaube ich, dass das erstmal der richtige Schritt in die richtige Richtung wäre, weil wir die Arbeitnehmer, die arbeitende Bevölkerung entlasten müssen, die mit Inflation und Preissteigerungen überzogen wird. Wir müssen mit den Steuern runter.
Sagt Alice Weidel. Wir machen gleich weiter, wir die Zeit so ein bisschen Gerne. im Blick haben. Und ich würde gerne Judith Wolf, eine Erstwählerin, noch mit dazu holen. Klar, Sie ist gerne. 20 Jahre alt und sitzt... Sind Sie Judith Wolf? Ja. Okay, hallo Frau Wolf. Ich bin Judith Wolf. Schön, dass Sie bei uns sind. Ihre Frage an Alice Weidel. Ja. Hallo Frau Wolf, hallo. Hallo, ich engagiere mich ehrenamtlich beim Europäischen Jugendparlament für EU-Bildung. Nun spricht die AfD schon seit längerer Zeit vom sogenannten Dexit. Nun ist in ihrem Wahlprogramm aber nur noch der Bund europäischer Nationen zu finden, den sie gründen möchten. Das kommt einem Dexit aber sehr nah. Nun, Export ist schon viel gefallen, viele Unternehmer hier. Deutschland verdient sehr stark durch den Export. Ja. Durch einen Austritt aus der EU würden wir Milliarden verlieren, viele Arbeitsplätze genauso. Nun ist auch die Frage, den Bund europäischer Nationen, den sie gründen möchten. Wer möchte dem überhaupt beitreten? Die anderen Staaten der EU profitieren genauso von dem Modell wirtschaftlich. Und nun kommt immer ihr Argument, Deutschland sei ein Nettozahler, würde also mehr Gelder an die EU geben, als schlussendlich Zahlungen erhalten. Das ist aber fehlgeleitet, denn sie ignorieren dadurch komplett die Vorteile, die der europäische Binnenmarkt für genau den Export liefert. Und das sagen auch verschiedenste Forschungsinstitute. Möchten Ihre Sie Frage? wirklich aus der EU austreten und gegen die Expertise von Wirtschaftsforschungsinstituten handeln? Vielen Dank für die Frage. Ich finde es erstmal super, dass Sie ehrenamtlich etwas tun, von dem Sie überzeugt sind. Das finde ich, also ich finde Ehrenämter finde ich großartig. Also machen Sie weiter. Sie scheinen mir wirklich eine junge, engagierte Frau zu sein. Stellen Sie die Fragen und ich freue mich darüber, dass ich Ihnen das heute Abend erklären kann, was unser Verständnis, ja, man kann ja über alles sehr offen diskutieren, was wir damit meinen. Wir sagen erstmal grundsätzlich, was ist hier die Sachlage? Die Sachlage ist, die Europäische Union hat ein Demokratiedefizit. Sie hat eine Störung in der horizontalen Gewaltenteilung und auch in der vertikalen Gewaltenteilung. Horizontal heißt, wir haben die Exekutive, also die Regierung der EU in der Kommission. Die Kommission ist aber nicht gewählt. Es sind 30.000 Beamte, da oben drüber sitzt dann Ursula von der Leyen, niemand hat sie gewählt. Und dementsprechend halten wir das schon, also diesen Ansatz, für undemokratisch. Es geht aber noch weiter. Die Kommission hat auch legislative Initiativrechte. Diese legislativen Initiativrechte darf eigentlich nur das Parlament haben, das Europäische Parlament. Hat es aber nicht. Ich sage Ihnen ja nicht, dass die perfekt ist. Nein, ich möchte einfach nur sagen, wo grundsätzlich das Problem liegt. Und zwar an der Störung der Gewaltenteilung. Das heißt, Sie haben in der Kommission nicht gewählt, haben Sie die ganze Power, die ganze Vermachtung sitzen. Die Kommission kann auch für die Staaten Entscheidungen treffen. Und da fängt das Problem an, wo ich sage, das darf sie gar nicht machen. Und zwar bei der Störung der vertikalen Gewaltenteilung, dass supranationales Recht nationales Recht bricht. Das heißt, eine nicht gewählte Institution macht Gesetze für Länder über die Köpfe der gewählten Parlamente hinweg. Und da sage ich ganz klar, ich möchte gerne ausreden, Herr Sievers, da sage ich ganz klar. Haben Sie schon geahnt, dass ich dazwischen ja, fragen natürlich, könnte? aber das ist ganz, ganz wichtig, dass das mal erklärt wird. Das ist den Leuten manchmal nicht klar und darum möchte ich es gerne erklären. Ich halte das für eine Durchbrechung der Gewaltenteilung und für eine Entmachtung der nationalen Parlamente, wo aber die Menschen gewählt sitzen. Darum sagen wir ganz klar, wir brauchen einen freien Binnenmarkt. Wir müssen diese ganzen Kompetenzen auch der Kommission zurückbauen aufgrund der Demokratiedefizite. Und wir müssen die Entscheidung wieder in die Nationalstaaten zurückverlagern, wo die gewählten Volksvertreter sitzen. Und wir wollen das System noch ergänzen durch direkte Demokratie. Sie müssen abstimmen dürfen über Fragen, die Sie bewegen. Sie können auch als engagierte junge Frau selbst die Initiativen einbringen. Das möchte ich für Sie als junger Mensch. Und dann kann man darüber abstimmen. Und der freie Binnenmarkt, das ist eine notwendige Bedingung für ein Europa der Vaterländer. Da würde ich einmal, auch wenn uns die Zeit ausgeht, was ich sehe, einhaken wollen. Von mir und aus zwar, der Punkt ist mir ist klar, dass die Institutionen nicht perfekt sind. Das ist, was ich ehrenamtlich mache, mich mit den Institutionen auch auseinanderzusetzen.
Gleichzeitig ignorieren sie aber vollständig damit, einmal, wir haben Europawahlen, ja, das Parlament kann nicht alles, aber wir wählen trotzdem und diese Wahl so zu delegitimieren, finde ich sehr fraglich. Und zweitens, die Regierungschefs der einzelnen Länder haben immer noch sehr viel zu sagen. Also es gibt ja immer noch Möglichkeiten. An vielen Stellen braucht es Einstimmigkeit der Regierungschefs, damit irgendetwas beschlossen wird. Und auf meinen wirtschaftlichen Punkt sind Sie nicht groß eingegangen. Doch, Binnenmarkt, freier Binnenmarkt. Darf ich Sie noch mal eins fragen? Wie hoch ist der Anteil der Gesetze, der aus der EU kommt, für die Nation? Was schätzen Sie? Wissen Sie das? Wie hoch der Anteil ist? Vielleicht 60-70%. Aber Ja, über 90. Aber der Punkt ist ja, dass viele der Gesetze haben wir ja vielleicht sogar schon implementiert. Also Sie tun ja so, als sei das alles neu. Das würde ich so, ich habe die Zahlen offensichtlich nicht. Ich sehe, die Zeit geht uns aus. Aber das Schöne, danke, dass Sie mal auf die Zeit hinweisen. Das Schöne finde ich, das möchte ja allen anderen Menschen aber es ist ja toll, dass die Diskussion in Gang kommt. Verbrennerverbot. Ich spüre, da gibt es noch viel an Diskussionsbedarf. Auch hier auf europapolitischer Ebene Dankeschön. konnten Sie nicht Danke. zusammen. Da würde ich jetzt mal so voraussehen. Es ist viel an Diskussionsbedarf da. Das spüren wir auf jeden Fall. Die Zeit ist in der Tat um. Herzlichen Dank für den Hinweis, Frau Weidel. Dankeschön. Und ja. Sie hat souverän, klar und locker geantwortet. Kein Ausweichen, kein Herumgerede, sondern klare Kante. Während andere herumdrucksen, bringt sie Fakten auf den Tisch und bleibt ruhig, selbst wenn ihr permanent ins Wort gefallen wird. Das Publikum, ein vorhersehbarer Mix aus SPD, Grünen und CDU-Anhängern, die gar nicht erst an einer ehrlichen Diskussion interessiert waren. Statt echten Fragen gab's nur Framing und billige Vorführungsversuche. Aber Weidel hat sie eiskalt stehen lassen. Was sagt ihr zu diesem Auftritt? War das eine faire Debatte oder wieder nur eine einseitige Show? Schreibt's in die Kommentare. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und teilt das Video, denn das hier muss gesehen werden. Bis zum nächsten Mal.